Ah, Christoph ist auch schon wieder unterwegs. Ja, nicht nur ich, wir sind alle da. Ihr seid alle da. Das freut mich natürlich sehr. Ja, ich habe mir gerade die Haare gerauft, weil ich nicht ganz sicher bin, wie wir das jetzt alles machen sollen. Aber ja, damit ihr euch auskennt. Ich habe mir solche Platten bestellt, die übrigens eigentlich so ein, keine Ahnung, eine Art Turm sind. Gibt es bei Amazon, glaube ich. Genau, wo man dann alles Mögliche ausstellen kann. Ja, machen wir nicht, sondern meine Idee war, weil mir eben dieser Hintergrund bei Newtown nicht gefällt, dass wir uns solche Platten holen, wobei die nicht ideal sind, weil man die, glaube ich, nicht gescheit zuschneiden kann. Also das sind richtige Platten. Das sind keine Baseplates, sondern Plates. Genau. Richtig. Aber ich habe mir gedacht, zum Ausprobieren ist das vielleicht nicht schlecht und habe mir jetzt überlegt, was, wenn wir das hier hinten hineinstecken würden. Warte mal, diese blöden Solarpaneele. Was, wenn wir das also natürlich mit Zuschneiden und allem drum und dran, hier hinten hineingeben, ein Mikrofon ärgert mich heute, und dann diese Wolken drauf machen? Also ich finde die Idee mega. Es bist ja nicht nur du, dem der Hintergrund dort nicht gefällt. Wir haben ja ansonsten Wunder. die Wände eher weiß gehalten und es fällt auch gar nicht so ins Gewicht, weil wir ja mehr oder weniger immer in die Mitte des Raumes filmen. Hier ist jetzt der einzige Bereich der Stadt, wo wir direkt an die Wand bauen und da ist das Weiß. Es ist zwar in Natura nicht ganz so hart, wie es auf der Kamera rüberkommt, aber ich verstehe, dass es nicht besonders gut aussieht und mir gefällt es auch nicht besonders. Die Idee ist super. Meine 2 Vorschläge wären folgende gewesen. Ich hätte entweder mit dir einen Ausflug nach Rosenheim gemacht, Bob Brickman geknebelt und gefesselt ins Auto rein, ihn hierher und dann eine ähnliche Wolke mit blauem Himmel malen lassen, wie er es in seiner Lego-Stadt hat. Das wollte ich aber dann doch nicht, weil wir den Bob eigentlich sehr gerne mögen. Meine zweite Version wäre dann gewesen, wir fahren, weil das ja auch preistechnisch vielleicht ein bisschen besser wäre, wir fahren zum Ausprobieren mal irgendwo in einen Bastelmarkt und kaufen uns hellblaue Bastelbögen, die wir dann einfach dort hinten reinschieben. Und die dritte Möglichkeit, die ich hätte, wäre auch Baseplates gewesen. Rita hat jetzt diese Baseplates gekauft und wir haben auf der Schachtel irgendwie nicht gesehen, dass das normale Plates sind. Es würden nämlich Baseplates. Ihr seht, der Abstand ist hier, keine Ahnung, 0,1 Zentimeter. Entweder wir schieben das Ganze ein bisschen nach vorne oder wir lassen uns da was einfallen. Aussehen tut es auf jeden Fall super. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ich finde halt das mit den Wolken so cool. Ja. Ich habe jetzt auch extra übrigens bei den Wolken, weil zuerst habe ich sie direkt auf die Platte gegeben und jetzt habe ich immer hinten so ein 1x1 reingegeben, weil das dann so 3D-mäßig ist. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Da ist die Wolke über der anderen Wolke. Wirklich, wirklich coole Ideen, die Rita da immer hat. Ja, es würde auf jeden Fall viel, viel besser aussehen. Vielleicht habt ihr ja auch noch eine Idee, was wir da machen können. So wird es auf jeden Fall nicht funktionieren, weil ja die Häuser alle unterschiedlich hoch und weit bei der Wand sind. Egal. Das war auf jeden Fall mal ein wichtiges Update. Schreibt uns in die Kommentare, falls ihr da noch weitere Ideen habt, wie wir das gut verbessern können. Ich bin schon gespannt und dann ist diese schiere Wand endlich mal weg. Gut, dann kommen wir noch weiter zu einem nächsten Update. Wir haben jetzt mal das Eishockeyfeld so gut wie möglich eingezäunt. Wir haben noch kein Dach dazu. Das ist ein bisschen problematisch, aber ich finde, vorerst sieht es mal ganz nett aus. Es sind die Zuschauerränge noch nicht fertig, es ist auch sonst nichts fertig. Also es ist weder irgendein Automat zum Verkaufen da noch sonst irgendwas, aber ich finde, die Außenfassade ist schon mal gut und es ist auch super, dass man dann eben die Eishockeyspieler super sieht, auch wenn wir hier dann vielleicht ein Dach drauf machen, das nicht durchsichtig ist. Richtig. Ja, wir haben uns jetzt dank dem Legoland, dort haben wir ja jede Menge dieser durchsichtigen Fensterpaneele gekauft, ermöglicht, dass wir hier mal ein bisschen aufbauen können. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben für diese Konstruktion hier einen halben Nachmittag gebraucht, weil wir immer wieder umdisponiert haben und auch das Stadion vom Grundriss her ein wenig verschoben hätten, dann aber wieder zurück. Deswegen haben wir innen jetzt auch noch nichts. Ihr habt uns ja geschrieben, das sind so dunkelgraue Gummiplatten, die in den meisten oder Matten, die dort verwendet werden.
Was wir auf jeden Fall gemacht haben, ist hier schon das Dach des Eingangsbereichs. Das ist fertig, das lässt sich auch abnehmen. Sieht eigentlich ganz cool aus, auch von dieser Perspektive. Ich schaue, dass ich Hedwig nicht runterschmeiße. Da wird natürlich auch noch gefliest. Und hier kommt das Dach hin. Ich habe mir gedacht, weil das doch relativ knapp ist über der Monorail, dass wir so ein Dach machen, was so leicht schräg ein bisschen nach oben verläuft. Dann ist es nicht so ein Klotz, sondern hat vielleicht ein bisschen moderne Leichtigkeit, was es transportiert. Wir werden uns das ansehen. Auf jeden Fall auch die Eishockeyhalle ist im Bau. Gut. Ja. Rita, und jetzt kommen wir, glaube ich, zum Highlight des heutigen Videos. Das Highlight meines Videos. Bitteschön. Ist hier drüben. Christoph hätte mich fast umgebracht, als die Idee war, dass wir in den Vergnügungspark den wunderbaren Boden, den er mal gefliest hat, alles wieder rausreißen. Ich habe mir gedacht, vielleicht kannst du da reinkrabbeln oder soll ich reinkrabbeln? Rita, mach du, ich habe heute Kreuzweh. Ja, genau, das glaube ich Wir auch. filmen mal in diese Richtung. Rita ist down under hier. Diesen Bereich des Vergnügungsparks haben wir in letzter Zeit des Öfteren mal verändert. Unter anderem, weil ja auch hier die Achterbahn reingekommen ist, die neue, und dieses Disney-Schloss, wo wir noch immer nicht alle Türme fertig gebaut haben, weil uns die Teile noch fehlen. Und beziehungsweise Teile in den falschen Farben bestellt. Ja, genau, das ja auch. Ich habe hier auf jeden Fall diesen Fuhrplatz zweimal gefliest. Einmal, glaube ich, sogar meine Mutter, und wir haben den immer wieder umgebaut. Jetzt sieht er wieder anders aus, und Rita, ich reiche dir mal die Kamera. Es sind nämlich unsere Zauberer von Oz hier eingezogen. Oh, das ist aber sehr weit. Ja, ich weiß. Hoppala. Oh no! Vom Joker Manor ist Fahne die vom Joker Manor Fahne heruntergefallen. Na ja, gut, ich dachte mir schon, mehr ist passiert. Was sich hier getan hat, ist, und man sieht es auf den ersten Blick, sieht das nicht wunderbar aus? Wir haben eine Yellow Brick Road in Wild City, und ja, es war ganz schön viel Arbeit. Warum? Wir haben uns eine Spirale auf einem Blatt Papier aufgemalt und dann quasi mal die Steine vorgelegt, wie wir uns das denken. Und dann kam Christoph und sagte, okay, versuch das doch mal auf irgendwelche Bricks noch oder größere Plates eigentlich, nicht Bricks, Plates aufzubauen, damit das auch besser zusammenhält, weil natürlich da die einzelnen Fliesen halten natürlich überhaupt nicht zusammen. Und dann war das ein Durcheinander. Auf jeden Fall, irgendwie hat es dann gehalten. Und dann war natürlich die Frage, sollen wir das jetzt auf die Tiles, die schon da sind, aufbauen? Und da haben wir uns gedacht, nein, wir möchten das in den Boden hineinversetzt haben. Und, Entschuldigung dafür, es ist, weil mich das so mitnimmt. Und jetzt haben wir das quasi in den Boden hineingearbeitet. Ich finde das auch eine mega coole Idee. Und ihr könnt euch ja vielleicht erinnern, dass ich Rita damals, da habe ich sogar ein Video dazu gemacht, Bricklink, wie man Minifiguren bestellt. Ich habe Rita alle 4 Figuren vom Lego Movie 2 bestellt, die mit Wizard of Oz zu tun haben. Da kostet ja, glaube ich, Dorothy an die 30 € mittlerweile. Das ist ja schon ein bisschen Wucher. Ja. Sie wollte sie in der Stadt haben, und ich habe ihr natürlich den Wunsch erfüllt, weil ich alle ihre Wünsche von den Lippen ablesen kann. Und die Minifiguren sind jetzt, keine Ahnung, ein halbes Jahr herumgelegen. Wir haben sie mehrere Male sogar schon verloren gehabt. Was ist das für eine Kamera hier, bitte? Eigentlich müsstest du ein immer Foto wenn machen. Rita filmt, ist das immer ein bisschen seltsam. Aber gut, dass ihr nicht seht, wie sie hier halb das Riesenrad wegreißt und mit der Hand hier irgendwo durch die Technikstangen durchgreift, nur damit sie die Kamera so halten kann. Lange Rede, kurzer Sinn, ich finde das eine total coole Idee. Wir haben schon gesagt, es wird kein eigener Wizard of Oz-Bereich im Vergnügungspark gebaut werden, weil nur wegen 4 Figuren einen eigenen Bereich. Wir sind aber beide Wizard of Oz-Fans. Wobei wir noch diese fliegenden Affen haben und auch die Hexe. Also vielleicht kommen die auch noch in die Vania mit diesem einen Bettmobil. Genau, die werden jetzt demnächst nochmal herkommen. Das Bettmobil haben wir jetzt wieder in Salzburg vergessen. Genau. Wir haben uns gedacht, man geht so durch den Vergnügungspark durch, und wir haben ja alles eigentlich in Dark Tan gefliest. Und da und dort werden, du kannst auch mir die Kamera nochmal geben, vielleicht bekomme ich noch einen guten Shot von hier hin. Die Leute gehen hier durch und sind dann auf einmal wie von Zauberhand im, wie heißt das, Königreich von dort? Wizard of Oz Land.
und treffen dort die Charaktere, Genau. mit Und denen sie sich fotografieren leider lassen geht es können. halt nicht zu diesem grünen Schloss, ihr wisst, wo der Wizard of Oz eigentlich wohnt, sondern halt zu unserem Disney-Ritterschloss. Aber gut, Ich das schnapp mir nochmal die Kamera ist für halt mal, euch, damit wir uns genau. nochmal einen coolen Abschiedsshot hier erlauben können. So sieht das von dieser Seite aus. Ist wirklich ganz cool hier mit der Spirale und mir gefällt es auch, weil die Spirale ein wenig erhöht ist. Dann fällt sie einfach ein bisschen mehr auf. Ja. Und ja, wir haben hier also Wizard of Oz jetzt auch im Vergnügungspark. So cool, Und oder? Es freut mich riesig und einfach die Farbe an sich ist so super weiß, auch voll harmoniert mit dem Rest, der Oh hier ja. ist. Wir haben einerseits hier beim Riesenrad natürlich das Gelb drinnen, beim Karussell, bei der Achterbahn, aber auch bei den Kleinigkeiten wie zum Beispiel den Joker Manor, beziehungsweise hier, also klein, das Joker Manor ist natürlich groß, aber ein bisschen gelb ist beim Joker Manor, beziehungsweise hier bei der kleinen Rakete, beim Hotshot Carnival und natürlich auch bei der jetzt fällt mir der Name nicht ein. Apokalypseburg. Danke. Ja. Also der Vergnügungspark gefällt mir wirklich immer besser. Ja. Wir werden auch nach wie vor weiterarbeiten. Mein Ziel ist es ja, dass wir alle diese hässlichen, schirchen, leimgrünen Bodenplatten irgendwann mal wegbekommen, weil die Böden so aussehen sollen wie dort hinten Ja. oder auch wie hier links. Ja. Es wird sich auch in nächster Zeit noch einiges tun bei Harry Potter. Da gibt es ja auch neue Sets. Ja, Rita ist sehr interessiert. Und, aber das alles wieder umstellen. da haben wir sicher wieder no. viel zu tun, aber da haben wir wenigstens auch wieder was zu tun. Und es ist so schlecht erreichbar, wisst ihr? Also es ist ja eine Katastrophe. Aber ich werde Christoph wieder einteilen. Und dann wird es schon hinhauen. Ja, soweit auf jeden Fall die Updates von heute. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet oder was ihr so baut, welche Züge ihr so fahren lässt. Und dann sehen wir uns demnächst hoffentlich mal wieder. Wir sollten wieder mal ein Zugvideo machen. Aber gut, schauen wir mal. Sehe ich genauso. Ja. Also macht es gut und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.